Wenn du Lust hast, eine super einfache Himbeertorte zu machen, dann bleib unbedingt dran, denn diese Himbeerschmandtorte hat wirklich alles, was das Herz begehrt. Sie ist fruchtig, sie ist cremig und nicht zu süß. Los geht's mit dem Tortenboden. Dafür brauchst du 200 Gramm Haselnüsse, 100 Gramm Schokolade, 4 mittelgroße Eier, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker und einen Teelöffel Backpulver. Normalerweise mache ich den Tortenboden jetzt genauso wie bei meinem Kirschschmandkuchen. Aber mein Sohn hat sich diesmal auch Schokolade im Kuchen gewünscht, also probieren wir das einfach mal aus und am Ende des Videos verrate ich dir, wie uns das geschmeckt hat. Für den Tortenboden erst die Nüsse mit der Schokolade, dem Zucker, Vanillinzucker und dem Backpulver in der Küchenmaschine schön fein hacken. Dann die Eier richtig schön schaumig aufschlagen und vorsichtig die Nussmischung unterheben. Füll den Teig in eine Springform mit einem Durchmesser von 26 cm und dann geht's ab in den Backofen für ungefähr 25 Minuten bei 180 Grad. Bevor du jetzt weitermachst, muss der Tortenboden unbedingt komplett ausgekühlt sein, sonst schmilzt dir die Schmandcreme nämlich einfach weg und die Torte fällt zusammen. Nach dem Abkühlen kannst du den Tortenboden auf eine Platte stürzen, den Ring der Springform drum legen und falls du eine hast, klemm auch noch eine Tortenfolie dazwischen, so bleibt garantiert nichts kleben. Und jetzt geht's an die Schmandcreme. Dafür brauchst du 600 Gramm Schmand oder Crème fraîche, 3 Päckchen Vanillinzucker und 3 Päckchen Sahnesteif. Achte darauf, dass der Schmand wirklich gut gekühlt ist und rühre ihn auch nicht zu lange oder zu kräftig, sonst wird die Schmandcreme nämlich zu flüssig und auch im Kühlschrank nicht mehr fest. Erst den Schmand mit dem Vanillinzucker glatt rühren und dann nach und nach den Sahnesteif einrieseln lassen, damit keine Klümpchen entstehen. Wenn dir meine Rezepte gefallen, dann lass mir gerne ein Like und einen kurzen Kommentar da. Es ist ein kleiner Aufwand für dich, hilft mir aber sehr. Die Creme gleichmäßig auf dem Tortenboden verteilen und schön glatt streichen. Wenn du magst, kannst du jetzt noch mit einem Spatel am Rand entlang fahren und die Cremereste entfernen. Das sieht dann später besonders gut aus. Jetzt kommt die Torte kurz in den Kühlschrank und dann kannst du auch schon die Himbeerschicht vorbereiten. Dafür brauchst du 3 Päckchen Tortenguss oder ein anderes Geliermittel, 100 Gramm Zucker, 600 Gramm roten Saft, ich nehme da einen Himbeertee, und 500 Gramm gefrorene Himbeeren. Wenn du schon mal eine Torte mit gefrorenen Himbeeren gemacht hast, dann kennst du das wahrscheinlich, dass da immer so Saft rausläuft und die Torte nach ein paar Stunden nicht mehr so toll aussieht. In Bäckereien werden die gefrorenen Himbeeren deshalb in einem Saftbinder gewälzt. Eigentlich wollte ich das heute auch so machen, aber leider habe ich erst gestern festgestellt, dass der Laden, in dem ich dieses Kaltbindemittel kaufen wollte, gar nicht mehr existiert. Deshalb habe ich mir überlegt, stattdessen einfach Sahnesteig zu nehmen. Das ist jetzt nicht ganz dasselbe, aber ich probiere das einfach mal aus. Für den Tortenguss das Tortengusspulver mit dem Zucker und der Flüssigkeit verrühren und unter ständigem Rühren aufkochen. Am besten funktioniert das mit einem Teigspatel und rühre auch nicht zu kräftig um, sonst entstehen nämlich zu viel Bläschen und die lassen den Guss trüb erscheinen. Gieß den Tortenguss vorsichtig auf die Himbeeren und klopf die Backform ein paar Mal leicht auf den Tisch, damit sich alles gut verteilt. Ich lasse die Torte jetzt erst einmal bei Raumtemperatur auskühlen und danach stelle ich sie noch für ein paar Stunden in den Kühlschrank. So, und dann schauen wir mal, ob das mit dem Sahnesteig auch funktioniert hat. Von außen sieht das schon mal ganz gut aus. Und jetzt kommt wie immer noch der Anschnitt, den sich viele wünschen. Nachdem wir nun alle von der Torte gekostet haben, kommt nun unser Fazit zu der Schokolade im Tortenboden. Mein Sohn und mein Mann, die am liebsten nur Schokoladenkuchen essen, finden es sehr lecker. Für mich persönlich ist der Schokoladengeschmack etwas zu dominant. Vielleicht liegt das daran, dass ich hier dunkle Schokolade genommen habe. Vielleicht waren aber auch die 100 Gramm einfach zu viel. Wenn du dieses Rezept ausprobierst, dann schreib mir gerne mal unten in die Kommentare, wie du das findest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!